In diesem Video zeigen wir euch eine Musterlösung für Aufgabe 4.4 des CAD-Workshops. Die zugehörigen Unterlagen sind wie immer in der Videobeschreibung unten verlinkt. In dieser Aufgabe setzen wir uns wieder mit Baugruppen auseinander und sollen in diesem Fall ein Getriebe zusammenbauen aus verschiedenen Teilen. Ein paar Teile davon sind Normteile, deswegen werden wir wieder die Toolbox benutzen. Okay, fangen wir an mit dem Gehäuse dieses Getriebes. Und ich richte das einmal passend aus. Einfach Ursprung auf Ursprung. Und als nächstes mache ich mit den Lagern weiter. Die Lager sind Normteile und die findet man auch hier in der SolidWorks Toolbox. Und zwar hier im Bereich Kugellager. Das ist hier dieses Rillenkugellager. Und in dem Fall hat das die Größe, ja, 1606 ist passend. Das ist das kleinere von den beiden. 16006. Davon brauchen wir auch zwei. Dann richte ich die einmal kurz mit Verknüpfungen passend aus. Das macht auch Sinn, hier die Rotation zu sperren. Das machen wir eben auch noch für das erste Lager. So. Dann haben wir dasselbe Lager nochmal in einer anderen Größe. Und zwar diesmal 6012. Davon brauchen wir auch wieder zwei Stück. Okay. Als nächstes mache ich mit den Wellen weiter. Es ist auch möglich, mehrere Teile gleichzeitig einzufügen. Einfach beide markieren und dann hier auf Öffnen klicken. Jetzt kann ich die nacheinander hier erstmal irgendwo hinlegen und dann mit Verknüpfungen entsprechend positionieren. Fangen wir mal hier mit dem großen Lager an. Ich versuche jetzt mal das am Gehäuse auszurichten, also diese Welle, anstatt das Lager dafür zu benutzen. Aus dem Grund, dass es die ganze Baugruppe etwas robuster macht. Wenn ich später mal das Lager tauschen möchte, aus irgendeinem Grund, muss ich dann nicht 20 Verknüpfungen wieder neu setzen, sondern habe einen Referenzteil, auf den sich alles bezieht. Okay, ich werde die Welle noch nicht an ihre finale Position bewegen, weil ich gleich erstmal noch die Sicherungsringe anbringen werde. Zunächst machen wir aber noch die kleine Welle hier entsprechend dran. Ja, und das müssen wir einmal umdrehen. So. Okay. Dann machen wir, wie schon gesagt, mit den Sicherungsringen weiter. Das sind in diesem Fall DIN 471
Sicherungsringe, die finden wir hier. Und zwar, ja, 30 mm Wellendurchmesser passt für die kleine Welle. Davon brauchen wir 2 Stück. Und die werden hier jeweils in diesen Rillen platziert. Da können wir auch direkt die Rotation dann sperren. Na, wo ist er gelandet? Ah, im Bauteil. Einmal isolieren und ein bisschen so verschieben, dass wir ihn wieder sehen können. Und dann können wir ihn platzieren. Okay. Den Sicherungsring brauchen wir noch eine Nummer größer für die andere Welle. Und zwar mit 60 mm Durchmesser. Okay, dann können wir die beiden Wellen entsprechend mit den Sicherungsringen an den Lagern hier ausrichten. Okay. Als nächstes mache ich die beiden Passfedern dran. Das sind eigentlich auch Normteile und man findet auch hier in der Normteilbibliothek Passfedern. Allerdings habe ich hier keine passenden Passfedern für unsere Nuten gefunden. Das heißt, ich werde hier einmal kurz die Passfedern aus der Komponentensammlung benutzen. So. Die Verknüpfung ist falsch rum. Okay. So, damit sind die Passfedern ausgerichtet. Dann schauen wir uns einmal noch mal kurz die Wellen an. Die lassen sich jetzt ja gerade noch beide frei drehen. Ich werde mal bei der kleineren Welle die Rotation fixieren. Okay. Und jetzt legen wir die einmal so zusammen, dass die Zähne halbwegs schön ineinander greifen. Ich blende dafür einmal das Gehäuse aus, damit wir da besser gucken können. Das sind ja Kreisbögen hier im Grunde, diese runden Flächen an den
Zahnrädern. Das heißt, wir können hier zwei tangential zueinander setzen. So. Ist nicht hundertprozentig, aber erfüllt hier seinen Zweck. Okay, und damit ist auch alles vollständig definiert. Wir können das Gehäuse wieder einblenden. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Kleinigkeit, bevor wir den Deckel hier oben auch drauf machen können. Und das sind hier diese kleinen Stifte, die hier noch reinkommen. Das sind auch Normteile. Und zwar ISO 8734. Diese hier. Und zwar in M5 und 12 mm lang. Das ist schon passend eingestellt. Und davon brauchen wir 2 Stück. Okay, dann können wir den Deckel drauf machen. Ihr werdet in der Komponentensammlung kein separates Stück für den oberen Teil des Getriebes finden. Dazu werden wir genau diesen Teil hier wieder benutzen. Dann, wenn ich aber einfach dieses untere Teil hier kopieren würde, dann würden die Löcher für diese Stifte nicht aufeinander passen. Was wir deswegen machen werden, ist das Gehäuse einmal nach oben zu spiegeln. Und es gibt in Baugruppen, genauso wie bei Skizzen und Features auch, die Möglichkeit, Komponenten als Muster anzuordnen und zu vervielfältigen und eben auch hier Komponenten zu spiegeln. Und als Spiegelebene hier, da ich es eben passend ausgerichtet habe, liegt jetzt die Ebene oben genau passend. Und wir wollen spiegeln dieses Gehäuse hier. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen. Man hat hier noch weitere Optionen, wenn man auf diese Pfeile klickt. Und wir müssen hier noch einstellen, dass wir eine Spiegelbildversion erstellen wollen. Jetzt so gerade wäre das einfach nur dasselbe Gehäuse auf der anderen Seite. Hier sieht man ungefähr, wo das Loch dann wäre, wo der Stift hineinkommt. Wenn wir die Spiegelbildversion auswählen, liegt das Loch genau passend. Aus irgendeinem Grund geht dabei dann die Farbe verloren, aber das ist jetzt nicht so schlimm hier. Dann als nächstes haben wir 2 Deckel, die hier von den beiden Seiten noch da drauf kommen. Der hier von der Seite und der von der anderen Seite. Die können wir durch Verknüpfungen einfach so platzieren, hier einmal mit einer Deckungsgleichverknüpfung und dann konzentrische Verknüpfungen für 2 Bohrungen. Die hier noch zum Beispiel. Dann ist der Deckel schon mal vollständig definiert. So. Okay. Deckel sind dran. Dann haben wir jede Menge Schrauben und Unterlegscheiben und Muttern. Fangen wir am besten mit den Unterlegscheiben an. Das sind
Das sind Unterlegscheiben nach DIN-Norm. Und zwar DIN 126. Diese hier. Größe 11 passt. Jetzt können wir hier dieses automatische Einfüge-Feature benutzen. Die direkt passend an der Stelle platzieren. Muss nur dann natürlich wieder nachher die Rotation noch sperren. Okay, noch die eine Scheibe hier. Okay. Machen wir dann weiter mit den Schrauben. Das sind Schrauben nach ISO-Norm. Und zwar außen Sechskantschrauben. ISO 4015. M10, Länge 40. Genau. Können wir hier die Standardgewinde-Darstellung benutzen. Okay, noch einmal die erste Schraube wieder passend ausrichten. So wichtig ist natürlich jetzt nicht genau, wie die von der Rotation her steht, nur damit halbwegs regelmäßig aussieht. Okay, dann haben wir Muttern auf der anderen Seite. Das sind auch Muttern nach ISO-Norm und zwar ISO 4032. Und ich nehme hier die Variante, die beidseitig abgefasst ist. Es ist jetzt in der Spezifikation nicht festgelegt. Und bei der hier ist die Platzierung ein bisschen einfacher. Ist nicht immer so einfach, da die richtige Stelle zu treffen. So. Okay. Die sind auch alle unterdefiniert, die Schrauben und Muttern und Unterlegscheiben. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Zuerst setze ich noch die fehlenden Schrauben ein. Das sind diesmal Schrauben nach DIN-Norm. DIN 912. Direkt mal am Anfang passend platzieren. Okay, wir haben M6 Länge 10. Das stimmt nicht ganz, wir brauchen eine Länge von 16.
die Standard-Gewindedarstellung. Das spielt jetzt hier keine Rolle. Nee. Damit haben wir alle Schrauben drin. Ups. Jetzt wollen wir bei allen noch die Rotation sperren. Und ich mache das so, ich markiere einfach mal alle Verknüpfungen, die wir in letzter Zeit erstellt haben. Und sperre da die Rotation. Bei der Deckungsgleichverknüpfung spielt das dann keine Rolle. Damit sind alle Normteile hier, bis auf diese hier. Da fehlt wohl noch eine Deckungsgleichverknüpfung. So, jetzt sind alle vollständig bemaßt. Dann fehlen nur noch zwei Sachen, nämlich der Flansch und die Seilscheibe. Der Flansch kommt dahin und die Seilscheibe dahin. Na, das macht, denke ich, andersrum mehr Sinn. Okay. Dann richten wir das an der Passfeder aus. Das ist dann diese Fläche am Flansch. Dasselbe für die Seilscheibe. Okay. Abspeichern und wir sind im Grunde soweit fertig mit diesem Getriebe. Ich mache einmal noch Ordnung hier. Aber jetzt ganz viele Bauteile. Die können wir auch in Unterordner schieben. In Ordner mal Normteile. Und da packen wir die anderen auch mal rein. So, direkt ein bisschen ordentlicher. Okay, ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Bis zum nächsten Mal.